Ja, ist schon geil. Skinny girls, fat girls, thick girls too. Rich chicks, poor chicks out. They can't forget about my niggas. Shots for everybody. Shots for everybody. So, servus Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Moto-Vlog von mir. Und zwar, Reifenkiller ist wieder am Start. Hier fresh mit neuen Schuhen, neuen Handschuhen. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie euch Reifenkiller so gefällt. Also ich muss sagen, ich schwärme schon richtig von der Kombo, wie er es jetzt gemacht hat, mit dem Neonrot und dem Neongelb, finde ich richtig Hammer. Und wie ihr seht, es ist schon fast abends und wir versuchen jetzt so ein bisschen Golden Hour zu erwischen und mit unseren Smartphones mal Bilder zu machen, weil das letzte Mal, als wir euch gezeigt haben, wie wir die Fotos mit der guten Kamera quasi gemacht haben, haben ja sich mehr oder weniger ein paar beschwert, so ja, kann man sich nicht leisten und ist einfach viel zu teuer, und da gebe ich euch vollkommen recht. Jemand, der sich dafür vielleicht nicht interessiert, gibt natürlich nicht so viel Geld aus für eine Kamera. Und deswegen zeigen wir euch, wie wir die Bilder mit unserem Smartphone jetzt einfach machen wollen. Weil ich bin jetzt von 10 Jahren Apple, bin ich endlich umgesprungen auf Android. Ich habe jetzt ein Google Pixel 2 und das passt jetzt ziemlich gut, weil ich würde es gerne mal ausprobieren. Und das Google Pixel 2 ist ja ziemlich gut für Fotos, also die Software ist da ziemlich geil gemacht und ich habe mega Bock drauf. Keine Angst, es ist nicht gesponsertes Video oder so, ich habe es mir einfach so gekauft und wir haben ja auch immer Spaß am Fotos machen und probieren das jetzt einfach mal aus. Stimmt's? Ja, genau. Ich fahre jetzt auf A10. Motorleistung A, also das höchste, und 10 ist das krasseste, also die Traction Control. Eigentlich wieder. Die greift einfach, wenn du so Gas gibst, ne? Ja. Ich weiß nicht, für was die gut sein soll. Ich weiß auch nicht. Aber ich bin vorhin, als ich zu dir gefahren bin, C10 gefahren, also schwächste Motorstufe. Und ja. also da fährt sich die wie eine 600er von der Leistung. Also muss sagen, ist eigentlich ziemlich cool, wenn du denkst, wenn Leute... Ja, ist die so, dass die in Abstufung ist, die nimmt Motorleistung raus oder einfach nur von der Gasannahme, dass die sanfter ist? Das habe ich keine Ahnung. Ja, ich würd sagen Gasannahme vielleicht dann, ja. Das wäre mit der Elektronik bestimmt einfacher zu regeln. Aber du hast einen Plastikdip, ne? Ja. Kann man eigentlich echt nichts sagen, ne? Plastikdip, also. Ich meine, da am Tank ist da, wo du reibst, aber... Aber ja okay, das ist eigentlich, da reibt's, aber es hat jetzt auch 1,5 Jahre oder ja, so lange habe ich es drauf gut gehalten. Und das ist halt vom Sprit her, dass es abgewaschen ist, weil es nicht benzinfest. Ja. Aber ich habe gesehen, es gibt mittlerweile so einen Topcoat, also so wie eine Art Klarlack. Versiegelung, so. Genau, dann ist halt glänzend, ne? Ja. Das ist das. Das ist das. Bin schon höher, oder? Ein bisschen, glaube ich. Ja, also. Ist schon höher. Klar, weil du wirst nicht wirklich recht viel schneller. Ja. Deswegen bist du schon an einer guten Höhe. Ja. Muss ja auch schauen, dass ich die Geschwindigkeitsbegrenzungen einhalte beim Wheeliefahren. Oh, 80, nicht schneller. Muss ja schauen, dass das alles mit rechten Dingen hier zu. Ja, ist schon geil. Gar nichts, ne? Nee, nicht viel. Ja, schon. War doch geil. Ich werde nicht wirklich schneller jetzt langsam, oder? Also, nee, bin schon also minimal, aber bist schon echt hoch. Man merkt auch, man sieht schon, dass du mit der Bremse arbeitest, ne? Ja. Also eigentlich überhaupt nicht viel, das sind nur so Nuancen, wo du mal drauf drücken musst, aber ganz leicht. Also. Ja, ganz leicht, ne? Hast du Traktionskontrolle aus? Nee, ABS, also wenn ich zu lange im Wheelie bin, geht mein ABS immer aus. Ja, ist doch nicht so schlimm. Na, jetzt kann ich alles doppelt machen, das habe ich letztes Mal schon. So, wir missbrauchen schnell mal den Fußgängerweg. Ist das eigentlich gar nicht, oder? Weil es ist kein Schild da. Stimmt, eigentlich eine Straße. Ja. Gegeneinander schräg, oder? Nee, einfach so neben Ja, oder nee.
Oh, jetzt kommt die Gold. Ja, und bleib dahinter stehen, genau, das passt. Sehr gut. Nice. Oh, wie die leuchten, deine Felgen, das ist echt krass. Ich habe das Gefühl, die laden sich irgendwie auf. Oh shit, das ist richtig geil. So, dann tu dich mal davor. So als wenn du ein Bild machen würdest, obwohl du gar kein Bild machst. Oh shit, das ist geil. Geil. Ja, ich hätte gesagt, fahren wir noch schnell weiter zum nächsten Spot. Schau mal, was so passiert. Jetzt ist eigentlich perfekt die Golden Hour, ne? Ich liebe Gold! Ja, richtig nice. Golden Hour. Oh. Er ist schon hoch, Alter. Geil! Und jetzt Ja. Ja, so schaffe ich das niemals, Alter. bei dir ist Aber das lieber der einzige, deine Lernkurve geht ungefähr so. Ich hatte Zeiten, da dachte ich eigentlich, okay, jetzt hat er es endlich drauf. Aber Jetzt dann startest du irgendwie wieder von neu. Aber da ist die Sonne nicht, ne? Ne, doch. Ne, ich würde so von links nach rechts. Und vor allem hier kann man die Straße gut einsehen. Ja, genau. Hier neues Pixel 2 XL mit einer geilen Medes-Hülle. Könnt ihr natürlich auch gleich mal bestellen. Link in der Beschreibung. Link ist in der Bio. Ne, genau. Ich versuche da jetzt einfach mal mein Glück. So, schauen wir einfach mal, was hier passiert. Jo, hab's. Können wir fahren. Okay. Oh shit. Das ist doch eigentlich schon mal nicht schlecht. Und dann natürlich nicht so die krassen Informationen. Da hinten ist es komplett weiß oder da keine Informationen vom Bild. Aber so, erstes Bild, was wir gemacht haben, finde ich, schaut schon mal ganz cool aus. Hochkant für die Story. Boah, also ganz ehrlich, das ist auch nice. So, das war's auf jeden Fall schon wieder mit dem Video. Ich wollte euch einfach mal einen kleinen Einblick geben, wie wir unsere Fotos schnell to go mit unseren Smartphones machen. Eigentlich nichts anderes als mit der großen Kamera, nur dass es natürlich hier schneller geht und wir sie gleich posten können. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Fragt mich alles, was ihr fragen wollt. Ich lese eigentlich so ziemlich jeden Kommentar. Schaut in meinen Shop, wenn ihr Merch wollt und bis dahin. Peace. Peace. Okay, jetzt ist wieder ein Cut und keine Szene mehr drin und noch unser Scheiß Oh gelabert. Mann, das ist schon scheiß.